Herzlich willkommen zum Reiseblog Australien. Wir sind noch in Norddeutschland, wo das Wetter trüb, grau und nass ist. Doch morgen geht es nach Frankfurt mit dem Fernbus, wo wir dann übermorgen mit dem Flieger nach Sydney starten. Ich hoffe, ihr begleitet uns auf unserem Abenteuer, nehmt an unserer Reise teil, guckt euch an, ob wir ein Auto kaufen, was für ein Auto wir kaufen, ob dieses Auto die Fahrt, die Reise übersteht und welche Jobs wir so machen und ja, ob wir giftigen Tieren begegnen, ob wir diese Begegnungen überleben und was noch so alles Spannendes passiert. Wir befinden uns, wie man unschwer erkennen kann, am Frankfurter Flughafen, den man hinter mir sehen kann. Wir haben schon ein Feuerzeug im Gepäck, dann falsches Sicherheitsgate genommen, danach beide Rucksäcke nochmal komplett gefilzt, gerade meinen im Speziellen mit 4 Objektiven und 3 Kameras und einer Menge Kabel. Jetzt haben wir es endlich geschafft, gehen gleich an Bord und dann sehen wir uns in Abu Dhabi. Bis dann. Wir befinden uns jetzt in Abu Dhabi, haben schon 7 Stunden auf dem Buckel, also auch noch 7 Stunden Wartezeit vor uns, bevor dann der Flug nach Sydney startet. Wir sind einigermaßen aufgeregt, soweit es die Möglichkeit noch zulässt. Wir freuen uns auf Sydney und wir sehen uns dort. Good morning. Camera? Recording, yeah? GoPro. Is it recording? Yeah. Oh, really? Hello. Hello. Gerade einmal 2 Stunden hat es uns gekostet, den Sydney Flughafen zu verlassen, mit Warten auf Passkontrollen, mit Warten auf Gepäck, mit Warten auf irgendwie alles und jeden. Aber jetzt haben wir es geschafft, sind am Circular Quay. Im Hintergrund sieht man das wunderschöne Opera House. Und ja, jetzt gucken wir erstmal ein bisschen rum und fahren dann rüber nach Manly Beach. Bis dann. Nachdem wir bis zum frühen Vormittag heute unseren Jetlag ausgepennt haben, haben wir uns nach Manly aufgemacht, haben in Manly uns endlich SIM-Karten gekauft und wir sind jetzt auf dem Fairfax Walk, der einen wunderschönen Ausblick über die Bucht von Sydney und wie man hinten die Skyline sehen kann, auch über Sydney bietet. Und ja, wir genießen jetzt hier ein bisschen das Wetter. Ich hoffe, mein Sonnenbrand, den ich mir gestern eingefangen habe, wird nicht noch schlimmer. Ich habe mich jetzt besser eingecremt als gestern. Ja, wir werden sehen. Wir sind gerade frisch zurück von unserem Besuch bei der Commonwealth Bank. Ich habe mein Konto eröffnet und kriege jetzt in 4 bis 6 Tagen meine Karte. Dann kann ich auch endlich mein Gehalt vom ersten Job kriegen. Und ja, jetzt sind wir zurück auf dem Weg zu unserem Airbnb-Zimmer, wo wir gleich ein Date mit 2 Deutschen haben, von denen wir uns das Auto angucken. Und dann fahren wir mit denen
nach Sydney rein und gucken uns mal endlich ein bisschen was von der Stadt an. Bis dann! Wir haben gerade unser Auto gekauft und sind jetzt auf dem Weg, unser Auto anzumelden und hier ist schon wieder viel zu laut. Nachdem nun auch die Anmeldung des Autos nicht so ganz geklappt hat, wie es sollte, sind wir auf dem Weg Richtung Opera House und des Royal Botanic Gardens und gucken uns den ein bisschen an und nebenbei ein bisschen von Sydney und Umgebung, und das zeige ich euch jetzt. So, ein kleines Resümee der ersten Woche. Ausgaben liegen bei ungefähr $200 für Unterkunft, Essen etc. pp. Die Einnahmen bei bisher nur $140. Die Ausgaben fürs Auto kamen heute noch dazu, das sind $3.240. Und ja, von den Unterkünften haben wir die ersten 2 Nächte Couchsurfing gemacht, dann haben wir eine Nacht Airbnb in Ashfield und jetzt die zweite Nacht Airbnb in Matraville. Wir haben Manly Beach gesehen, wir haben den Shelly Beach gesehen, von dem ihr auch unsere Tauchvideos oder beziehungsweise Schnorchelvideos gesehen habt. Dann waren wir am North Head und ja, sind jetzt noch beim Circular Quay gewesen, haben die Sydney Harbour Bridge gesehen, das Opera House, ein bisschen vom Botanic Garden. Was Formalia angeht, waren wir nicht ganz so erfolgreich. Der Bankaccount ist eröffnet, allerdings mit einer Adresse aus Victoria, was bei der Ummeldung des Autos nicht in Ordnung war, weil das hier in New South Wales muss meine Adresse sein. Also muss das nochmal von vorne laufen. Und ja, das ist das, was jetzt die nächsten Tage ansteht und dann vielleicht im nächsten Video zu sehen ist, wo ihr dann auch das Auto zu sehen kriegt, was heute noch nicht dabei ist.